Hey guys, mein Name ist Max von Peak Cinema. Heute kommen wir zu den Mission Impossible Filmen. Werde ich für euch im Rahmen einer Tierlist einranken. Starten wir direkt mal rein mit meinen Kategorien. Ich finde, wie ihr seht, S, A, B, C, D hier ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich, wir machen einen kleinen Twist rein mit Haustieren. Für mich als Hundebesitzer, man muss ganz klar der Hund in die S-Tier, aka beste Kategorie. Direkt nach dem Hund natürlich die Katze, kann man nicht viel gegen sagen. Dann würde ich sagen das Kaninchen, warum nicht, so ein gutes Mittelding. Und dann sowas Random-mäßiges wie Schildkröte. Ja, kein großer Fan der Spinne. Die Spinne in die letzte Kategorie. Fangen wir doch mal an, direkt mit Teil 1, Mission Impossible von 1996. War ein guter Start in einem Franchise, wo man noch gar nicht wusste, dass es mal eins werden wird. Und das merkt man, wie ich finde. Er ist noch sehr orientiert an der gleichnamigen Serie aus den 60er Jahren. Hierzulande kannte man die Mission Impossible Serie unter Cobra, übernehmen sie. Klingt cheesy, war es auch. Und Teil 1 ist da schon natürlich deutlich ernster als diese besagte Serie, aber man merkt noch sehr die Inspiration davon und dass es hier mehr um Spionage-Thriller geht und um leise Suspense und weniger um Action und Spektakel, wofür die Reihe letztendlich dann eigentlich bekannt und beliebt ist. Klar, es gibt Iconic-Szenen wie die Upside-Szene im CIA-Headquarter, aber darüber hinaus ist es ein eher ruhigerer Film und kann man auf jeden Fall nicht haten, ist all in all immer noch ein ziemlich sehenswerter Film. Ich persönlich gebe ihm 7 von 10 Punkte und ranke ihn allerdings doch recht weit unten in der Schildkröten-Kategorie ein. Kommen wir zu Teil 2 oder auch MI2 von John Woo. Ja, für mich persönlich ist MI2, auch wenn er grundsätzlich sehr unbeliebt ist und wahrscheinlich auch der unbeliebteste oder auch schlechteste Teil der Reihe. Und ich verstehe, warum man das sagt, aber für mich persönlich ist es ein kleines Guilty Pleasure und ich würde sogar sagen, ich habe mehr Spaß mit ihm als mit Teil 1, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dir das letztens nochmal gerewatcht und finde Teil 2 bockt schon. Also der fetzige, rockige Soundtrack von Limp Bizkit, Take a Look Around und generell diese ganze 2000er-Nostalgie, die hat was, wie ich finde. Der Style ist sehr nice. Also man könnte auch meinen Style over Substance. Aber vor allem ist dieser Stil auf jeden Fall ganz eindeutig von The Matrix inspiriert, der ja ein Jahr vorher für Furore sorgte in den Kinos 1999. Und dementsprechend läuft Ethan Hunt hier mit Lederjacke, Sonnenbrille und eine Menge Coolness durch die Gegend, so wie Neo in der Matrix. Also was ich am ehesten noch auszusetzen habe an MI2 ist vor allem das Pacing, das ist ein bisschen odd, also teilweise sehr ruhig. Wie gesagt, dann gibt es wieder etliche Zeitlupensequenzen, leider nicht nur in Action-Sequenzen, wo ich sie persönlich gar nicht mal schlecht finde. Aber man hat sie ja auch teilweise bei Tanzszenen oder Autoszenen, die ja einfach nicht hätten sein müssen. Und ich glaube, wenn man die ganzen Zeitlupen-Szenen rauscutten würde, wäre der Film wahrscheinlich nur noch halb so lang. Er ist nun mal am Ende des Tages schon irgendwo der schlechteste Teil der Reihe. Ich persönlich mag ihn mehr als Teil 1 und deswegen würde ich ihn in dieselbe Kategorie packen wie Mission Impossible. Für mich ist er sogar nur eine 6 von 10 eigentlich. Also sogar rein filmisch gesehen bewerte ich ihn schlechter als den ersten Teil. Aber hier geht es ja um das Ranking, wie ich persönlich die Teile zueinander einschätze und ich sehe den einfach lieber. Kommen wir zu MI3 von 2006, glaube ich. Diesmal hat J.J. Abrams Regie geführt und man merkt's. Es ist nämlich direkt mal eine Riesen-Improvement im Vergleich zum Rest der Reihe. Und das Pacing, was ich gerade noch angesprochen habe, was in Teil 2 ziemlich wack war, wenn man so möchte, ist hier on point. Also besser geht's kaum. Es ist super spannend. Es passiert die ganze Zeit was. Es ist ein sehr packender Action, Entführungsthriller am Ende des Films, aber der ist einfach eine Improvement in jedem Punkt, wie ich finde, zu Teil 1 und vor allem Teil 2. Und das ist wirklich der ganz große Pluspunkt von Mission Impossible 3, ist der Antagonist. Philip Seymour Hoffman bringt hier eine absolute Glanzleistung und eine richtige Bedrohlichkeit mit ans Set und ist schon der beste Antagonist der ganzen Reihe, würde ich meinen. Und etwas mehr Action und Spektakel als in den ersten beiden Teilen, oder besser gesagt, handgemachterer Action und etwas, das Spektakel ist einfach besser pointiert als in Teil 2, wo es einfach nur Boom, 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 Boom ist. So. Also das ist in Teil 3 einfach ein bisschen
Fühlt sich besser an, wie ich finde, und vor allem ernst zu nehmen. Ne? Genau, generell hat er eine sehr schöne persönliche Note, auch der dritte Teil. Deswegen finde ich, für mich ist es eine gute 8 von 10 als Mission Impossible Fan, und ich ranke den auf jeden Fall in die zweitbeste Kategorie, der Katzenkategorie an. Womit wir zu Teil 4 kommen, Mission Impossible Ghost Protocol von 2011. Weiß ich noch ganz genau, das war der erste Teil, den ich persönlich dann im Kino sehen konnte, mit damals 12 Jahren. Ich habe ihn aber auch noch öfters rewatcht und finde, der ist gut gealtert. Ist vor allem der erste Step in die richtige Richtung, wenn man so möchte. Also der dritte Teil war eigentlich der erste Step in die richtige Richtung, aber der vierte ist wirklich vom Stil und der Art und Weise, wie man hier an das Franchise herangeht, mehr wie die späteren Teile, 5, 6 und 7. Und also wir haben hier ein absolutes Action-Spektakel mit unfassbar waghalsigen Stunts, auch einem netten Pacing und einem sehr coolen Team. Das Team wird hier erweitert um Jeremy Renner und Simon Pegg, der in Teil 3 eingeführt wurde als Benji, bekommt hier auch eine größere Rolle. Generell ist es ein sehr, sehr gutes Popcorn-Kino auf allerhöchstem Niveau. Ist halt nur Dubai-Sequenz, alles da rund um den Burj Khalifa ist absolut atemberaubend. Es ist wirklich unglaublich. Richtig Spaß und ist mal wieder so wie alles Stunts von Tom Cruise. Echt. Es ist wirklich unglaublich, was der Typ da abreißt, wenn man sich da mal das Making-of zu anschaut. Das ist sehr beeindruckend. Aber ja, für mich persönlich, großer Kritikpunkt bei Teil 4 ist allerdings der Antagonist, den ich gerade noch in Teil 3 so positiv hervorgehoben habe. In Teil 4 es ist ein super austauschbarer Russian Bad Guy, wenn man so möchte. Und es geht wieder mal um eine Atomwaffe. Und das ist einfach bei weitem nicht so bedrohlich, geht einem nicht so nah, ist nicht so greifbar wie in Teil 3. Deswegen, das ist auf jeden Fall für mich ein Abstrich von Teil 4. Aber wie gesagt, all in all, macht richtig Spaß und leitet ein bisschen so dieses Spektakelkino, was wir dann ab Teil 5 bekommen sollen oder bekommen werden. Kommt für mich, ist auch eine 8 von 10. Ich mag Teil 3 mehr auf jeden Fall, aus gerade genannten Gründen. Und kommt trotzdem für mich in die Katzenkategorie. Womit wir zu Teil 5 oder auch Rogue Nation kommen. Tatsächlich ziemlich beliebter Teil in der Community. Erste Mal Regie geführt hat hier jetzt Christopher McQuarrie, der auch in den kommenden Teilen dann der Regisseur bleiben soll und geblieben ist. Und was der Handlung und Erzählstruktur gut tut auf jeden Fall, weil wir dadurch ab Teil 5 mal endlich einen roten Faden haben, so ein bisschen, und es nicht nur Ethan Hunt ist, der wieder zurückkommt und was eine neue unmögliche Mission erledigen muss, sondern wir bauen hier richtig eine Story auf, rund um auch einen neuen Antagonisten, rund um eine Organisation, die sich das Syndikat nennt, und haben hier so ein bisschen diese Spionage, Intrigen, dieses Wendungskino, so ein bisschen Twistkino aus Teil 1, gepaart mit dem Spektakel, was wir jetzt in Teil 3 und 4 vor allem schon bekommen haben. Und deswegen klingt es eigentlich fantastisch. Ich weiß nicht warum, aber ich werde mit dem Film nicht so ganz warm. Habe ihn öfters gesehen und ich weiß nicht, ich habe mit dem weniger Spaß als mit Teil 3 und 4. Er ist eigentlich auf höchstem Niveau, aber was mich schon alleine stört, Thema Pacing oder generell Pointierung der Stunts und der Highlight-Szenen. Ja, klare Highlight-Sequenz in dem Teil ist die Szene, wo Tom Cruise an dem Flugzeug hängt. Ja, ist natürlich eine total spektakuläre Szene, ist die Intro-Szene von dem Film, und deswegen startet er gleich mit so einem Bang und dann nimmt er aber erstmal richtig den Fuß vom Gas, und das ist ein bisschen schade, finde ich, beziehungsweise fällt dadurch dann besonders auf, weil man halt, wie gesagt, nicht auf diesem Level weitermacht. Er hat dann wieder seine Spannungsspitzen und Höhen im Laufe des Films, gerade bei dieser besagten Tauchsequenz, die ist wirklich auch atemberaubend, und da stockt mir heute noch der Atem, wenn ich die sehe, aber all in all, ja, weiß ich nicht. Obwohl hier auch ein neuer Charakter wie Ilsa Faust, gespielt von Rebecca Ferguson, eingeführt wurde, die auch wichtig für die nächsten Teile wird und ihren Job großartig macht, mag ich ihn einfach nicht so wie Teil 3 und 4 und habe ihn tatsächlich nur mit einer guten 7 von 10 bewertet. Das ist immer noch sehenswert, sehr sehenswert, auf jeden Fall, und auch immer noch besser als Teil 1 und 2, aber wie gesagt, nicht so gut wie Teil 3 und 4 für mich persönlich und deswegen nur in der Kaninchen-Kategorie. Kommen wir zu dem womöglich Magnum Opus der Reihe, Mission Impossible Fallout, der 6. Teil der Reihe. Und ja, was soll ich sagen, das ist ein bisschen der The Dark Knight von der Mission Impossible Reihe. Gritty, ernst, spannend und vielleicht spektakulärer denn je. Und wir haben eigentlich alles, wofür Mission Impossible steht, plus noch mehr on top und ein Henry Cavill,
der noch richtig viel Physis mit in die Kämpfe und generell das Geschehen mit reinbringt. Nicht ohne Grund Superman-Schauspieler gewesen. Und deswegen haben wir hier wirklich den womöglich besten Teil der Reihe. Er ist für mich eine 9 von 10. Ich finde ihn von Start to Finish spektakulär und spannend wie sonst was und gucke mir sehr gerne häufiger an. Ganz klar die oberste Kategorie, also die Hundekategorie oder auch S-Tier, wenn man so möchte. Kann man gar nicht so viel zu sagen, außer wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Ihr werdet als Action, Thriller, Abenteuer, Agenten-Fans auf jeden Fall glücklich. So, und nun zu Teil 7, dem letzten Teil for now in diesem Ranking, Dead Reckoning Part 1 oder mittlerweile nur noch Dead Reckoning. Ja, viele, habe ich das Gefühl gehabt, so auch Kritiker waren etwas enttäuscht, auf allerhöchstem Niveau, wie gesagt, wieder mal meckern auf höchstem Niveau, aber etwas enttäuscht im Vergleich zu Teil 6, weil er halt so großartig war. Und ich verstehe wieso. Ich persönlich fand ihn nach wie vor absolut fantastisch. Er hat richtig Spaß gemacht. Er bringt wieder einige neue Charaktere mit ins Geschehen. Unter anderem eine sehr, sehr stark gespielte Frauenrolle und um die Diebin, die hier eingeführt wird. Ich weiß leider gerade den Namen der Schauspielerin nicht, aber spektakulär, spannend, actionreich. Ja, you name it. Er hat auch eigentlich alles wie Teil 6. Nur, was ihm etwas fehlt im Vergleich zu Fallout, ist dieses gritty Feeling. Das ist durchaus schade, dass das nicht mehr vorhanden ist. Also er ist nicht mehr so ernst und düster an manchen Stellen wie Teil 6. Dafür, mehr so ein Action-Abenteuer und wieder so eine, weniger persönliche Bedrohung, mehr so eine wir müssen die Welt retten Bedrohung. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Da wechselt sich das immer so ein bisschen ab in der Reihe. Teil 3 und 6 haben eigentlich das sehr gut gemacht, meiner Meinung nach, weil es eben mehr persönlicher war. Und hier haben wir jetzt eigentlich einen, brandaktuellen Antagonisten, beziehungsweise am Nerv der Zeit, und zwar eine KI. Die Entität, gibt da ein paar clevere, gut gemachte Szenen, die einem durchaus auch zu denken geben bezüglich KI und der Entwicklung davon und der potenziellen Gefahr, die damit einhergehen könnte. Genau, aber alles in allem ist es nicht ganz so rund wie Fallout. Ich finde trotzdem noch auf allerhöchstem Niveau. Ein bisschen schade war, dass in der Promophase für den Teil praktisch der spektakulärste Stunt des Films, wenn nicht sogar der Reihe, komplett gespoilert wurde im Rahmen eines Making-ofs. Auf jeden Fall ist es für mich trotzdem eine 9 von 10 und gehört auch in die Top-Tier, aber auf jeden Fall schon hinter Fallout. Also die Reihenfolge hier, da habe ich mir auf jeden Fall auch immer was bei gedacht. Also Fallout ist vor Teil 7, Teil 3 ist vor Teil 4 und Teil 2 ist für mich als Hot-Take vor Teil 1. So viel dazu. Das war's von meiner Seite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Ranking haltet und von der Reihe an sich. Ciao.